Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es wieder was Leckeres, einen Apfelkuchen aus dem Airfryer. Richtig schnell gemacht, super lecker, fluffig, saftig und es duftet wunderbar nach Zimt. Das ist das perfekte Rezept für die gemütliche Jahreszeit, aber auch wenn man Lust auf etwas Süßes hat, ohne dass man den großen Ofen anmacht. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Äpfel, das ist die Hauptzutat natürlich. Ihr könnt die Äpfel nehmen, die ihr da habt, oder die Äpfel, die ihr mögt. Dann brauchen wir noch Mehl, Eier, Vanillezucker, Butter, eine Prise Salz, Zimt, Milch, Zucker, dann brauchen wir Backpulver und optional, wer mag, kann ein paar gehackte Nüsse dazu nehmen oder Rosinen. Die sorgen für extra Geschmack. Ja, und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, wir haben nicht so viele Zutaten. Sozusagen alle weißen Zutaten, die man zum Backen braucht. Und wir legen jetzt los. Als erstes werde ich die Form gut einfetten. Ich habe hier eine kleine Form, eine kleine Backform, die in dem Korb von dem Airfryer sehr gut passt. Und ich werde sie mit Margarine einfetten. Dann bereiten wir den Teig vor. Wir mischen die trockenen Zutaten außer Zucker. So, dann haben wir Mehl, eine Prise Salz, Vanillezucker, Backpulver, Zimt, die trockene Mischung kommt erstmal zur Seite. Jetzt brauche ich eine Schüssel und hier werde ich die Eier mit dem Zucker cremig aufschlagen. Dafür brauche ich den Handmixer. Dann kommt die Butter dazu. Und die Milch und kurz weiter rühren, bis die Zutaten alle sich gut vermischt haben. Nun geben wir die trockenen Zutaten nach und nach, so entsteht ein glatter und cremiger Teig. Wunderbar, genau die richtige Konsistenz. So, wir kümmern uns jetzt um die Äpfel und die Nüsse. Die Nüsse mache ich wie immer, in eine Tüte gebe ich sie rein und sie werden mit dem Nudelholz klein zerdrückt. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Nüsse sind optional, man kann sie auch weglassen, wenn man sie nicht mag oder wenn man Nussallergie hat. Ja, ich mag Nüsse, deswegen kommen sie bei mir in den Kuchen rein. Und jetzt nur noch die Äpfel. Einen Apfel werde ich jetzt schälen und in kleine Würfel schneiden. Die geschnittenen Apfelstücke kommen direkt in den Teig, damit er richtig saftig und fruchtig wird. Nun heben wir die Apfelstücke unter dem Teig, so verteilt sich der Apfelgeschmack durch den ganzen Kuchen. Den Teig haben wir jetzt komplett fertig. Und wir haben nur noch den zweiten Apfel, den schneiden wir in Spalten, weil die
Apfelstücke nachher obendrauf auf den Kuchen kommen. Den Teig füllen wir jetzt in der kleine, gut eingefettete Backform. Dann alles glatt streichen. Dann legen wir die Apfelspalten fächerförmig oben drauf und drücken sie leicht an. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern gibt den Kuchen auch einen besonderen fruchtigen Geschmack. Nun werde ich den Airfryer vorheizen. In der Zeit, wo der Airfryer vorgeheizt wird, bestreiche ich die Apfelspalten mit geschmolzenem Butter. Das sorgt dafür, dass die Äpfel richtig schön goldbraun werden. Und ich bestreue den Kuchen mit gehackten Walnüssen. Wenn die Heißluftfritteuse vorgeheizt ist, dann kommt der Kuchen rein bei 160 Grad etwa 25 bis 30 Minuten. Die Temperatur hängt natürlich von eurem Gerät ab, also mit dem Holzstäbchen prüfen. Wenn es nichts klebt, dann ist der Kuchen fertig. So, jetzt werde ich anmachen. Jetzt wollen wir mal. Oh ja, wunderbar. Richtig schön goldbraun. Dann lasse ich den Kuchen abkühlen und wenn abgekühlt ist, dann mit etwas Puderzucker bestäuben. Oh, lecker. Et voilà, guckt euch diesen schönen Apfelkuchen an. Kaum zu glauben, dass der in Airfryer gebacken wurde. Sieht fast perfekt aus, bis auf die Sache, dass in der Mitte ein bisschen höher gekommen ist, aber genau das macht den Kuchen wunderbar schön. Es duftet nach Zimt, nach Apfel, es duftet nach ein gemütliches Zuhause. Probiert ihn und schreibt mir in den Kommentaren, ob euch der Kuchen geschmeckt hat. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, auch über eure Abos. So verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.